Erst diese Woche wurde ich tatsächlich von 2 Leuten darum gebeten, einfach mal das Gesamtbild zu zeigen. Das mache ich jetzt einfach mal. Wie ihr vielleicht wisst, versuche ich meine Wohnung in eine Art Smart Home zu verwandeln. Darum auch die Aktionen mit den vielen Atini und NRF24. Dabei verfolge ich eigentlich keinen Plan, sondern mache eher alles intuitiv. Frei nach dem Motto, darauf habe ich jetzt Lust, das fehlt mir, darum baue ich das. Natürlich habe ich auch eine generelle Richtung, in die ich arbeite, auch wenn ich nicht genau weiß, was die Richtung eigentlich genau ist. Aber Ziel der ganzen Sache soll sein, erstens Spaß an Arduino haben, zweitens dazulernen, drittens ein komplettes Smart Home zu haben, das keine offenen, hackbaren Verbindungen ins Internet aufbaut. Viertens ein Smart Home haben, mit dem meine Frau was anzufangen weiß. Und fünftens, es soll preiswert sein. Auf diese Art und Weise bin ich auch an Arduino gekommen. Sie sind billig, ich kann sie selber programmieren, man kann sie beliebig oft an- und ausschalten, ohne dass irgendwas kaputt geht. Und das Wichtigste, ich kann Code aus dem Internet klauen und ihn für meine Projekte verwenden. Kurz zur Übersicht. Links unten ist das Tinkerboard, auf dem TinkerOS, also Linux, läuft. Rechts ist die Steuerung für Licht und Boxen, die mit dem NRF24 miteinander kommunizieren und komplett auf Arduino-Basis laufen. Da alles vom Scratch gebaut worden ist, ging ich den einfachsten Weg und verwende bis heute HTTP Post. Das ist theoretisch sogar auf einen Atini implementierbar. Das System ist außerdem sehr heterogen. iPhones, Android, Windows und Linux sind alle 4 in der Lage, Befehle an meine Lichter und an das Tinkerboard zu schicken. Die Apps bzw. dafür verwendete Software ist kostenlos. Weiterhin ist es, für später, auf diese Weise auch OpenHub-kompatibel. Das Tinkerboard und der ESP32 sind 2 voneinander unabhängige Webserver. So, und was können wir jetzt mit so einem HTTP-Interface alles anfangen? Abgesehen davon, dass wir Google Assistant verwenden. Hey Google, hey Google, hey Google, okay Google, hey Google, okay Google, okay Google, hey Google, 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 hey Arschgesicht, hey Google, hey Google, hey Google, okay Google, Bettlicht an. Ja, das ist ein bisschen komisch, die Spracherkennung, die mag mich nicht. Also, ich habe hier ein altes Tablet gekauft für 35 Euro, ist ein refurbished. Das verbraucht ungefähr 1 Watt. Selbst mit den Verlustleistungen des Schalttransformators da unten sollten das in etwa 1,5 Watt sein. Und es ist 4, 5 Euro im Jahr ungefähr, die das Ding im Dauerlaufen verwendet. Davon abgesehen, dass es höchstwahrscheinlich immer wieder ausgeschalten wird und dann fast gar nichts verbraucht. Also wenn ich hier jetzt den Ausknopf, habe ich ihn erwischt, Ausknopf drücke, dann verbraucht er nochmal die Hälfte, sogar noch weniger. Also fast kein Verbrauch dahinter. Kannst du knicken. Moment, wieder zum Home-Button. Schöne Sache. Alles ist auf dem Home und ich kann zum Beispiel jetzt romantische Musik abspielen. Moment, sind die Boxen an. Boxen sind angeschalten. Und dann spielt mein Raspberry Pi romantische Musik. Ist vielleicht ein bisschen leise. Können wir natürlich ändern, indem ich hier das Ganze ein bisschen lauter einstelle. Gut, machen wir es mal wieder aus. Dann kann ich alles Licht ein- und ausschalten. Also wir haben es gerade eben am Leuchten. Ich schalte es aus. Jetzt leuchtet es nicht mehr. Dauert zwar ein bisschen, bis alles ausgeschaltet ist, aber es schaltet absolut jedes Licht an und aus. Wir haben hier jetzt also dieses hier am Leuchten. Wunderschön verpackt in einer Reitschachtel. Hilft auch gegen Insekten. Dann haben wir da hinten mein großes Licht. Läuft genauso wie das kleine Licht mit einem Arduino Nano. Dann haben wir noch etwas, das mit einem Arduino Nano läuft, mit dem ich sehr unzufrieden bin, weil es in so einer Schachtel drinnen steckt. Das ist dieses hier, das schaltet 230 Volt. Das ist auch der Grund, warum ich unzufrieden bin. Ich meine 230 Volt, man kann es anfassen, also kein Problem.
Da ist keine Spannung dahinter. Das Ding da oben ist komplett von 230 Volt abgekoppelt. Aber trotzdem bin ich unzufrieden mit einem System, das 230 Volt schaltet und hier dann irgendwelches Metallisches rausstehen hat. Will ich nicht. Ich kann auch die Boxen an- und ausschalten. Und, ja, das war der Atiny 13A, den ich da einsetzen wollte. Ist jetzt ein Arduino Nano dahinter. Und was ich noch habe, ist hier unten den Atiny 2313, der mein Bettlicht steuert. Nachts sieht es übrigens ein bisschen beeindruckender aus. Und wenn man das Ganze mit dem Tinkerboard kombiniert, dann gehen noch ein paar andere Sachen. Hey Google, ich will Wario spielen. Hey Google, Ruhe. Hey Google, Legend of Zelda. Hey Google, ich will Super Mario Land spielen. Was die Sicherheit angeht, wartet noch etwas Arbeit auf mich. Zwar werden keine Pakete durch das Internet geschickt, man müsste bei mir vor Ort sein, um das System in irgendeiner Art und Weise anzugreifen. Und mein WLAN ist bereits auf die beste mir mögliche Art und Weise gesichert, mit einem 3-stelligen Passwort. Die bisherige Implementierung der Kommunikation über die NRF24 ist tatsächlich eine Schwachstelle. Jedoch ist die Reichweite der Module so, dass man vor meiner Haustüre stehen müsste, um Befehle senden zu können. Und bisher kann man da nicht mehr machen, als die Lichter und Boxen an- und auszuschalten. Das sind alles Sachen, die ich ohne Schmerzen ausstecken kann. Man hätte wohl mehr davon, mein Auto zu klauen. Was nicht heißt, dass ich mir nicht bereits eine Verschlüsselung zurechtgelegt habe. Nur für den Fall. Jetzt gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die ich ändern möchte. Kern der ganzen Sache ist derzeit dieser ESP32, der einen NRF24 ansteuert. An und für sich funktioniert es. Ich möchte aber gerne komplett auf Arduino umsteigen. Deswegen werde ich hier und hier einen NRF24 über einen Arduino Nano direkt an das Kabel anschließen. Und vielleicht schaffe ich es ja auch über Power over Ethernet. Mal gucken, das wird spannend. The American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back. Bigger, better, stronger. Bigger, better, better, stronger. Bigger, bigger, better, stronger. Bigger, better, better, stronger. Bigger, better, stronger. Bigger, better, better, stronger. Bigger, bigger, better, stronger. Bigger, better, better than ever before. Bigger, better, stronger. Bigger, better, better, stronger. Bigger, bigger, better, stronger. Bigger, better, better, stronger. Bigger, better, stronger. Bigger, better, better, stronger. Bigger, bigger, better, stronger. Bigger, better, better than ever before. Better, 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 stronger. I will be better, bigger, better than ever before. Where's your daddy and your mommy, right? Do you want to go back to them or do you want to stay with Donald Trump? Bigger, better, stronger. Bigger, better, better, stronger. Bigger, bigger, better, stronger. Bigger, better, better, stronger. Bigger, better, stronger. Bigger, better, better, stronger. Bigger, bigger, better, stronger. Bigger, better, better than ever before. Bigger, better, stronger. Bigger, better, better, stronger. Bigger, bigger, better, stronger. Bigger, better, better, stronger. Bigger, better, stronger. Bigger, better, better, stronger. Bigger,